Wer gerne mit dem Fahrrad entspannt durch die Natur radelt, findet auf ehemaligen Bahnstrecken das Paradies. In diesem Video möchten wir euch 5 Bahntrassenradwege in Mitteldeutschland vorstellen. Ob auf den Spuren historischer Eisenbahnen oder durch die längsten Fahrradtunnel Deutschlands. Die im Folgenden vorgestellten Bahnradwege können wir euch allesamt empfehlen. Bahntrassenradwege gewinnen immer mehr an Beliebtheit und auch an Bedeutung für das bundesweite Radverkehrsnetz. Auf meistens tadellosen Asphaltstrecken können fernab des Straßenverkehrs größere Distanzen schnell und sorgenfrei zurückgelegt werden. Einige Bahnradwege stellen eine direkte Verbindung zwischen Orten her. Andere lassen Radler in Natur und Geschichte historischer Zugstrecken eintauchen. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserer Zusammenstellung aus 5 vielfältigen und idyllischen Bahntrassenradwegen in Mitteldeutschland. Der Milseburg-Radweg vom hessischen Hilders nach Fulda führt seit 2003 auf 27 Kilometern direkt durch die hessische Rhön. Dabei müssen zwar einige Höhenmeter bei moderaten Anstiegen bewältigt werden, aber die Mühe lohnt sich allemal. Denn am höchsten Punkt auf 520 Metern wartet der Milseburg-Tunnel darauf, durchfahren zu werden. Mit 1200 Metern Länge ist er der zweitlängste Fahrradtunnel Deutschlands. In den Wintermonaten dient er einer Fledermauspopulation als Lebensraum und ist daher für den Menschen von November bis Mitte April geschlossen. Zu dieser Zeit werden Radfahrende über eine steilere und längere Alternativstrecke umgeleitet. Im Sommer bietet der konstant kühle und selbstverständlich beleuchtete unterirdische Radweg dagegen eine frische Abkühlung. Ist der Tunnel durchfahren, kann man sich fast komplett bis nach Fulda rollen lassen. Auf dem Weg eröffnen sich tolle Ausblicke auf die Kegelberge der Rhön und auf das Schloss Bieberstein. An sonnigen Wochenenden ist auf dem Milseburg-Radweg mit sehr regem Verkehr zu rechnen. Von und nach Fulda fährt von Mai bis Oktober der Rhön-Radbus, der als Shuttle-Service mit Fahrradanhänger genutzt werden kann. Nur selten müssen Verkehrsstraßen überquert werden und wenn, dann hat der Radverkehr meistens Vorrang. An einigen Stellen gibt es Imbisse zum Pausieren und Kräftetanken. In Summe eignet sich der Milseburg-Radweg, zumindest in der Sommersaison, für ein breites Publikum, auch für Familien und für Freunde des gemütlichen Radelns. Vom thüringischen Dingelstädt bis ins hessische Frieda, von der Unstrut bis an die Werra führt der Kanonenbahnradweg seit 2019 auf knapp 32 Kilometern auf fast komplett asphaltierter Strecke durch ruhige Wälder und ganze 5 Tunnel. Die ersten 21 Kilometer strampeln Radfahrende auf der ehemaligen Bahntrasse der sogenannten Kanonenbahn, einer damals militärstrategischen Zugverbindung zwischen Berlin und Koblenz. Die Strecke verläuft sehr steigungsarm und erreicht nach etwa 10 Kilometern mit dem Kühlstädter Tunnel den längsten Fahrradtunnel Deutschlands. Im Inneren der 1530 Meter langen Röhre wird es auch im Hochsommer eiskalt. Der Tunnel ist mit bewegungsempfindlichem Licht und mehreren Notrufsäulen ausgestattet und ist sogar ganzjährig geöffnet. Zudem befindet sich hier eine geologisch interessante Kalksinterquelle. Ab Längenfeld unterm Stein, wo das beeindruckende 24 Meter hohe Viadukt bestaunt werden kann, führt der Weg über meist separat angelegte Radwege bis an die Werra bei Frieda. Hierbei wird auch auf einem Kolonnenweg die ehemalige innerdeutsche Grenze überschritten. Entlang der Strecke gibt es einige Einkehrmöglichkeiten und von Dingelstädt bis Längenfeld fährt man völlig abseits des Kfz-Verkehrs. Aber auch so bietet sich die gesamte Strecke für alle Radfahrertypen an. Da weder in Dingelstädt noch in Frieda Bahnhöfe vorhanden sind, sollte der Kanonenbahnradweg am besten in eine längere Tour, zum Beispiel entlang der Unstrut oder der Werra, eingebaut werden. Weitere Informationen zum gesamten Radweg erhaltet ihr in unserem ausführlichen Testbericht, den wir euch hier rechts oben und unten in der Beschreibung verlinkt haben. In Sachsen-Anhalt gibt es nur wenige Bahntrassenradwege, aber der 36 Kilometer lange Zuckerbahnradweg
zwischen dem thüringischen Camburg und dem anhaltinischen Zeitz ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Von der Saale aus führt der Radweg vorerst auf 5,5 Kilometern bei einigen moderaten Anstiegen bis nach Krauschwitz. Hier startet die eigentliche Bahntrasse. Seit 1897 fuhren hier Züge der sogenannten Zuckerbahn. Anfangs wurden hauptsächlich Braunkohle und Zuckerrüben transportiert. Nach der Wiedervereinigung wurde der Güterverkehr nach und nach eingestellt, bis im Jahr 1999 schließlich der letzte Personenzug von der Schiene verschwand. Seit 2012 wurde die Bahntrasse in einen Radweg umfunktioniert und nach weiteren Bauphasen 2019 das letzte Teilstück eröffnet. Seitdem können auf komplett asphaltierter Strecke die ehemaligen, teils restaurierten Bahnhöfe und der einstige Wasserturm in Utenbach bestaunt werden. Einkehrmöglichkeiten lassen sich zum Beispiel in Dreußig oder am Zielort Zeitz finden, wo auch auf den Elsterradweg Richtung Leipzig oder Gera gewechselt werden kann. Der Zuckerbahnradweg ist durchaus familienfreundlich, aber im Gegensatz zu anderen Trassen recht schmal. Zudem werden ziemlich viele Straßen überquert, an denen jeweils sehr unglücklich platzierte Umlaufgitter stehen und Radelnde jederzeit Vorfahrt gewähren müssen, sodass ein richtiger Radelfluss nicht entstehen kann. Trotzdem empfehlen wir den Radweg aufgrund seiner ansonsten ruhigen Lage durch die Naturidylle und gemütliche Ortschaften sehr. Sowohl Zeitz als auch Camburg sind mit dem Zug zu erreichen. Ein Video unserer Fahrradtour über den Zuckerbahnradweg im Winter findet ihr jetzt verlinkt. Der nächste Bahntrassenradweg unserer Liste entführt Radfahrende auf eine Reise durch die Rhön im Bundesland Hessen und verläuft schon seit 2007 auf einer Strecke von 26 Kilometern von Hünfeld bis ins thüringische Wenigentaft. Zwar liegen nur 17 Kilometer der gesamten Strecke auf der ehemaligen Bahntrasse, aber auch die restlichen Abschnitte sind wunderbar zu befahren und befinden sich zumeist auf separat angelegten Radwegen. Den auffälligen Namen hat der Radweg den umliegenden kegelförmigen Vulkanbergen der hessischen Rhön zu verdanken, welche immer wieder gut vom Radweg aus zu sehen sind. Bei Burghauen wird das 32 Meter hohe Klaus-Marbacher Viadukt überfahren. Ansonsten führt der Radweg sehr unaufgeregt durch mehrere kleine Ortschaften und entlang von Feldern. Es müssen immer mal wieder Landstraßen überquert werden, aber erfreulicherweise wurde hier auf Umlaufsperren verzichtet. Ab Wenigentaft kann auf den Ulsterradweg und später auf den Werratalradweg bzw. ab Hünfeld auf den Haunetalradweg gewechselt werden. Hünfeld ist sehr gut mit dem Zug erreichbar. Von Wenigentaft müssen einige Kilometer bis zum nächsten Bahnhof zurückgelegt werden. Ein Video von unserer Fahrt über den Milseburg- und Kegelspielradweg findet ihr jetzt ebenfalls verlinkt. Die Nummer 5 unserer Liste befindet sich im Herzen des Thüringer Waldes und ist bisher leider noch nicht ganz fertiggestellt. Aber eine Fahrt auf der 12 Kilometer langen Bahntrasse des Mommelsteinradwegs ist dennoch absolut empfehlenswert. Der gesamte, fast 30 Kilometer lange Mommelsteinradweg führt vom kleinen Inselsberg am Rennsteig über Schmalkalden bis an die Werra bei Niederschmalkalden. Besonders beeindruckend ist die Fahrt durch die enge Felsenschlucht, die von einer Brücke überspannt wird. Früher befand sich hier der Bahnhof Auwallenburg, der einstigen Zugstrecke von Brotterode nach Kleinschmalkalden. Von hier aus rollt es sich in schnellem Tempo entspannt bergab. Es werden 2 Viadukte passiert und ein kürzerer Tunnel durchfahren. Unterwegs liegen die Orte Flohseligenthal und das für seine Fachwerkhäuser bekannte Schmalkalden, direkt an der Strecke. Rastmöglichkeiten für einen Stadtbummel oder eine Einkehr sind also vorhanden. Der Start der Tour am kleinen Inselsberg ist allerdings nur mit dem Bus oder zum Beispiel über den Rennsteigradweg zu erreichen. Der am nächsten gelegene Bahnhof befindet sich in Friedrichsroda. Da aber der Abschnitt vom kleinen Inselsberg aus bis zur asphaltierten Bahntrasse hauptsächlich über recht steile Forstwege verläuft, empfiehlt es sich, die Tour in Schmalkalden zu beginnen und die Bahntrasse hin und zurück zu fahren. Die Anstiege bzw. Gefälle auf dem Mommelsteinradweg sind für eine Bahntrasse recht ordentlich und erfordern bergauf etwas Kondition.
Im Sommer 2025 soll das fehlende 5 Kilometer lange Stück auf der ehemaligen Trasse zwischen dem Bahnhof Au-Wallenburg und Brotterode-Trusetal fertiggestellt werden. Dann besteht der Anschluss an den Trusetal-Radweg, sodass in Richtung Niederschmalkalden ein Rundkurs geradelt werden kann. Insgesamt ist die Mommelstein-Bahntrasse mit einer anspruchsvollen Radtour verbunden, die zur jetzigen Zeit nicht für alle Radfahrenden geeignet ist. Die Anfahrt über den kleinen Inselsberg benötigt gute Kondition. Welche Strecke wir gewählt haben, erfahrt ihr in unserem separaten Video zum gesamten Mommelstein-Radweg. Und jetzt seid ihr dran. Welcher dieser Bahntrassenradwege sagt euch am meisten zu? Konnten wir euch für eine Radtour inspirieren? Kennt ihr den ein oder anderen Bahntrassenradweg, den ihr in unserer Liste vermisst habt? Schreibt uns gerne in den Kommentaren. Sollte euch dieses Video gefallen haben, freuen wir uns natürlich ganz besonders über ein Like oder ein Abo von euch, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Das hilft uns bei unserer Arbeit enorm und ermöglicht uns, weitere Videos über den schönsten Sport der Welt für euch zu produzieren. Wir freuen uns, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und wünschen euch allzeit gute Fahrt auf dem Rad. Macht's gut und ciao, ciao!